Was machst du da? Ah, geile Idee. Was denn mit deinem Stein? Ja. Nach dem Motto heißer Stein. Nicht im Ernst. Doch. Echt lecker. Ja, jetzt kommst du drauf an. Ja Leute, so ist es halt. Bis jetzt keinen einzigen Pfifferling gefunden. Unsere deutschen Nachbarn finden schon zum Teil in Massen. Und bei uns, bei der Stelle, da wir zum Teil kiloweise sammeln können, ist noch kein einziger zu sehen. Aber wir kennen es. Bei uns kommen sie meistens erst August, September. Aber wir hatten Hoffnung, aber leider nein. Naja, machen wir trotzdem ein schönes Feuer. Haben ja zum Glück noch was anderes zu essen dabei. Und genießen einfach schön den Wald. Obwohl es hier ziemlich trümmerhaft aussieht nach diesem Unwetter. Alles ziemlich beschädigt. Viele Bäume liegen rum. Aber es ist jetzt wieder mal schön. Die Sonne scheint, 26 Grad. Wurde auch wieder mal Zeit nach diesem Dreckswetter. Wir sind ja in einem Waldgebiet, da das Feuermachen nicht gestattet ist. Aber es gibt 2, 3 offizielle Feuerstellen. Und da bedienen wir uns halt bei diesen und machen da unser Feuer. Ist auch schon schön mit Steinen umgeben. Perfekt. Das Bachrauschen in der Nähe. Eine schöne Stelle. So, Feuerholz gesammelt. Jetzt starten wir das Feuer. Pascal, was machst du da? Ah, geile Idee. Was denn mit deinem Stein? Ja. Nach dem Motto heißer Stein. Nicht im Ernst. Doch. Du willst ihn erhitzen, oder was? Ja, und dann das Fleisch darauf grillen. Oh, geile Idee. Mein heutiger Versuch. Von wo hast du denn? Von da hinten? Ja, von der Grube da hinten. Na, aber geile Idee. Bin gespannt, geil. Hey Perde, hast du die Bekenrinde? Na klar, schon bereit. Oder machst du das Feuer diesmal? Natürlich. Super. Aber kein Bock auf Feuerstein und Schlageisen. Mach normal mit dem Feuerstahl, oder? Ja, easy. Solange es kein Feuerzeug ist. Nee, Feuerzeug tabu. So, aber ich mache es auch nicht großartig fein. Einfach so schnellen Prozess. Ja, der Stein muss erhitzen. Alles andere Nebensache. Nein, bin echt gespannt, wie das kommt mit dem Stein. Ja. Aber wir hätten besser noch Schutzbrillen auf, nicht, dass er uns auch um die Ohren fliegt. Oder ein Helm. Ja, jetzt lachst du noch, nachher lachst du nicht mehr. Ja, mal schauen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist so. Ja, ziemlich feuchtes Zeug, aber. Ja, das Ja, geht. ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Da hast du recht. Ich bin jetzt noch ein bisschen tiefer in den Wald, zu unserem alten Shelter, das wir mal vor 2-3 Jahren aufgebaut haben. Und hier hat es ziemlich viel umgeschmissen. Aber ich muss sagen, der Shelter hält noch. Also ja, das Grundgerüst des Shelters. Genug Platz gehabt für 2 Personen. War alles abgedichtet, aber alles schon vermodert. Alles Moos ist schon irgendwie weg. Der sah mal richtig gut aus. Also da drin übernachten würde ich nicht mehr. Aber cool, dass der noch steht. Der Stein ist jetzt etwa 2 Stunden am Feuer und hoffen, dass er genug Wärme entwickelt hat. Und nebenbei haben wir uns eine super coole Stehbar gebaut. Einfach 2 Pflöcke, einen Ast Patons in die Mitte gelegt, der uns nachher als Teller dient für das schöne Fleisch. Und natürlich auch perfekt für die Rucksackaufhängung. Und heute bei uns gibt es, was gibt es denn, Pascal? Lachsforelle mit Senf-Dillmantel. Und dazu natürlich, weil wir kein Gemüse haben, Gemüse. Wer liebt schon Gemüse? Entrecot. Das ist doch schönes Gemüse. Genau, solch Gemüse liebe ich. Nein, aber die Stehbar ist ideal, statt auf dem Boden zu essen oder auf einer Sitzbank, wie wir sie gerne machen. Einfach mal im Stehen, genial. Probiert es selber mal aus. Es lohnt sich. Und ist ziemlich bequem. Den Stein haben wir jetzt umgelegt, wischen ihn ein bisschen ab und dann mal schauen, wie das Fleisch darauf reagiert. Boah, der ist heiß. Ja, hoffentlich. 2 Stunden im Feuer, hey. So, und jetzt der spannende Moment. Das Fleisch kommt drauf. Geil. Wie das zischt. Hammer. Können die das hören in der Kamera? So, nach circa 3-4 Minuten wird man gewendet. Ja, aber echt geil auf dem Stein. Ja. Wie das brutzelt. Bin gespannt, wie lange er die Hitze hält. Genau. Aber mach das mal nach. Ist echt zu empfehlen. Ist mal was Neues. So, und jetzt kommt noch der leckere Fisch dazu. Diese Hitze ist schon krass. Noch schön die Marinade.
Die Position müssen wir immer wieder ein bisschen ändern, damit die Hitze immer wieder neu das Fleisch anbrät. Wahrscheinlich auch möglich, dass es die falsche Steinart ist, aber es kommt nicht schlecht, es brät gut. Aber es ist mehr auch am Dämpfen, irgendwie haben wir das Gefühl. Ja, vielleicht hätten wir noch etwas Öl drunter streichen sollen, oder? Ja, keine Ahnung, aber für den nächsten Test, denke ich mal, fast erfüllt. Ja, wir sind zufrieden. Nicht so heikel. Für den nächsten Test bin ich zufrieden. Ja, sieht doch schön aus. Ja, finde auch. Natur pur. Es brutzelt. So, Wow, das sieht lecker aus. Welches Stück willst du? das linke. Links von dir oder links von mir? Ja, mir egal. Da komm, nehme ich das. Wow, Sieht beides toll aus. richtig heiß. Aber lecker, echt lecker. Ja, jetzt kommt es drauf an. Aber ich glaube, deines schneidet besser als mein Moro. Ja. Aber, ja, Ist es fast durch? schon zu durch. Aber optimal. Ja, aber ey, das erste Mal auf dem Stein finde ich genial. Ja. Probiert das unbedingt danach. Es ist wirklich, es lohnt sich. Schaut einfach, dass der Stein nicht explodiert, je nach Steinart. Ja, und eventuell etwas Öl darauf, aber Genau, oder Kokosnussöl oder sonst irgendwas. genau. Ja. Dein Messer haut verdammt gut, hey, ich will es auch. Ja, deins bestimmt auch. Nein, Mora nicht. Also das Fleisch schon, aber versteht mich nicht falsch, ich liebe Mora, aber für Fleischschneiden finde ich jetzt von der Klinge her dieses einigermaßen geiler. Mm. Mm. Hab noch was vergessen? Hey, das haut ja wie Sau, das ist geil. Ah ja klar, Natürlich Pfeffer. ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, das muss sein. Hier, für dich. Dankeschön. Pfeffer. Nein, aber das ist eine geile Idee. Einfach ein Heizenstein. Ja. Hammer. So, und etwas Salz. Nein, warte, darf ich? Oh, genau. So schmeckt es noch besser. Nee, nicht wirklich, aber. Style muss sein. Oh ja. Tipptopp, oder? Mhm. Das Gemüse. Mhm. Sogar immer zu wenig Gemüse gibt es gar nicht. Da hast du recht. Mit der Haut oder ohne? Ich esse mit. Probier mal ohne. Ja, Fummelarbeit. Oder auch so. Ja, ich weiß. Genial. Oh ja. Mm. Der Mhm. Dillsenf, Hammer. Richtig geil. Für mich ist das jetzt Gemüse. Was jetzt, der Dill oder was? Mhm. Der Fisch. Nicht das Fleisch ist Gemüse. Mhm. Mhm. Hey, Geil. so lässt sich einen schönen Tag im Wald genießen, echt. Ja.
Und die schönen Flugzeuge, herrlich. Was wäre die Natur ohne? Mhm. Geil. Ja, und die Stehbar macht sich gut, ja? Hey, ehrlich gesagt ja. Statt immer am Boden oder auf so einer Bank, die wir bauen. Stehen ist genial. Es fehlt nur noch so ein Tipp. Nein, wäre schade. Genau. Aber ich hoffe, dass in 2-3 Monaten endlich die Pfifferlinge bei uns kommen. Ja. Jetzt Kann's ja nicht sein, hey. In Deutschland finden sie so viel und wir stehen hier und dieses Gebiet ist überwuchert mit Pfifferlingen. Ja, heute nicht. Und dazu natürlich jetzt die Pfifferlingssoße. Oh, Genial. Das wäre genial, ja. Mhm. Ich habe einfach die Hoffnung, nach diesem fetten Regen alles, nach diesem Unwetter, dass die Pilze nur so sprießen, aber nein. Egal. Ja. Ist jetzt meins. Dankeschön. Viel Senf ist optimal. Ja. Dazu Lachsforelle passt es. Zu jedem Fisch. Natürlich auch zum normalen Lachs, klar. Was gibt Schöneres? Leckeres Essen, Ja, Natur. Natur pur, schöner Wald, keine Menschenseele weit und breit. Einfach genial. So kann man richtig abschalten Mhm. und wieder neue Kraft tanken. Ja. Wir wohnen ja Richtung, also Nähe Stadt und die Leute, es gibt so viel Stress. Mhm. Du siehst es auch, alle haben richtig einen Anschiss im Gesicht. Ja, Stress pur. Und dann an so einem Ort ist wirklich eine schöne Zuflucht. Bevor wir wieder über die Stadt nach Hause müssen. Und ich wundere mich immer wieder über alle Jogger und Velofahrer, Biker oder so, die einfach durch den Wald huschen. Mit einem ziemlichen Genau. Tempo. Aber eigentlich gar nicht realisieren, was hier die Schönheiten sind. Es ist. Schau dir den Boden an, die Tiere. Es kreucht und fleucht überall. Es ist wirklich. Auch die Baumwipfel, wie sie im Wind wehen. Es ist so wunderschön. Man muss sich einfach mal Zeit nehmen, mal 15 Minuten, einfach mal ein bisschen beobachten, an nichts denken und wow. Es ist. Und abschalten und Genau. genießen, oder? Ist immer wieder schön. Ja. Immer wieder. Sehr. Mhm. Die Haut isst du nicht mehr. Nö. Aber das ist Gemüse.
Oh, du schon fertig? Mhm. Wow, Heißhunger. Nein. Ich bin ein schneller Esser. Gesunder Hunger. Genau. Ja, aber genial. Ja? Auf dem Stein hätte ich jetzt nie gedacht. Das machen wir wieder. Mhm. Aber 100 Pro. Mhm. Sehr gern. Optimal. Und das Schöne an den Tellern, die Natur nimmt sie gerne zurück. So, finito. Da muss man richtig schmatzen. Schmatz, schmatz. Nein, top. Ja, ich denke jetzt noch ein bisschen genießen. Ja. Nachher aufräumen. Natürlich das Lagerfeuer Genau, keine Spuren hinterlassen. ausmachen. Und dann, ja, Und Leute, natürlich, auch solche Gebilde, die wir bauen und so, das wird alles von uns wieder demontiert. Also wir lassen da nicht stehen oder so. Das ist klar, dass wir das wieder retour bauen. ja, hallo, ich will meinen Paracord wieder. Oh, Egoist. Ja, ist so. Ich möchte nicht, dass da ein Reh reinrennt oder sonst irgendwas. Ja, natürlich auch. Nein, aber sehr schöner Wald. Hey. Das Essen war lecker. Die Natur haben wir genossen. Wir hatten einen schönen Tag und wir hoffen, dass es dir das Video gefallen hat. Wenn ja, gib uns doch einen Daumen nach oben, lass uns ein Abo da und wir wünschen auch dir viel Spaß in der Natur. Bis zum nächsten Mal. Ciao.